Jo Leute, was geht ab? Mein Name ist Kanli. Wir sind heute wieder in den Soundstar Studios und drehen die 3. Folge von unserem neuen Format Artist Talk. Ich habe heute einen Gast, einen Rapper, der momentan in dieser Stadt zu den stärksten Künstlern gehört. Der released am 17.04. seine EP Odium. Und wir haben uns zu einem Gespräch getroffen. Mein Gast ist Akro Picasso. Viel Spaß. Aufgewachsen in Bayern, der Freistaat. Zwischen Botox, Porsche und Maybach. Zwischen Freunden im Gefängnis, weil der Teufel sie wohl lenkt. Und Kanzleien voller Anwälten mit Gold an ihren Händen. Und alles, was mir bleibt, ist ein Loch in mein Herz. Denn ich war mit dem Teufel verflochten. So sehr kann ich glücklich sein, wenn der Block mich ernährt. Vergessen, was Liebe ist, mein Kopf ist so leer. Was geht ab? Servus, grüß dich. Alles cool? Alles gut, bei dir? Hast du gut hergefunden? Ich habe gut hergefunden, ich war schon öfter hier. Ich bin hergekommen mit dem Bus, wie ein Zivilist. Ja. Stabil, Digga. Dann, fangen wir direkt an. Yes. Wie bist du zu Hip-Hop gekommen und wie sind deine ersten Songs entstanden? Zu Hip-Hop bin ich gekommen, wie meine Mutter hat schon immer auf Kassette so Oldschool-Songs gedroppt. Bei der Autofahrt von Tupac und dann irgendwann so mit 6, 7 habe ich dann mein erstes Hip-Hop-Album bekommen. Hip-Hop-Album und das war von Eminem, der Eminem Show. Und seitdem war ich auch krasser Eminem-Fan und ich habe dann auch Breakdance getanzt, also ich war B-Boy eine lange Zeit, also deswegen ich war schon so in der Hip-Hop-Szene ein bisschen. Ich kenne auch die ganzen Tänzer und so. Und erster Song, ja meine ersten Songs so mit 13, 14. So ein paar Rhymes, so, ich habe so geschrieben früher so Schwein, rein, sein, weißt schon, so wie jeder halt angefangen hat, ein bisschen gefreestylt und das ist dann irgendwann immer besser geworden. Ja, so. Zu Hause dir ein bisschen was zusammengebastelt und dann aufgenommen? Ja, erst hatte ich so ein USB-Mic von Samsung Track oder so für 150 €. Damit habe ich dann aufgenommen und ich würde jetzt mal sagen, so ab 19, 20 habe ich dann richtig nachgerüstet und sowas, ja. Hast du Vorbilder, die dich und deinen Werdegang beeinflusst haben? Leute, von denen du dich gerne inspirieren lässt? Also wie schon gesagt, Eminem ist so für mich der krasseste Rapper auf jeden Fall. Der hat mich am meisten geprägt. Auch so die Art, so ich scheiße auf alles, mir ist es egal, was ihr von mir denkt. So wie Songs The Way I Am und so habe ich krass gefeiert. Ich war zwar noch jung, ich habe das noch nicht verstanden, was der gesagt hat in seinen Texten, weil es Englisch war. Aber trotzdem habe ich es irgendwie verstanden. Und im Nachhinein, wo ich es dann gecheckt habe, war das dann auch wirklich so, wie ich es gefühlt habe. Ansonsten, ja klar, also ich habe Deutschrap viel gehört, Agro Berlin habe ich gehört, Azad hat mich krass geprägt und Kool Savas schon so welche Geschichten. Und Oldschool, wo ich dann älter wurde, so wo ich jugendlich war, habe ich dann auch alles gepumpt. Also Dogg Pound Gangsters, Dubsy, Ice Cube, Dr. Dre, also so die üblichen Oldschool-Sachen, Tupac, Biggie, Curtis Blow und so welche Geschichten, Grandmaster Flash. Ja, einfach Oldschool. War eine gute Zeit. Nice. Und lässt du das heute auch auf deinen Sound einfließen? Auf jeden Fall, ja. Ich bin ja ein Oldschool-Verfechter. Ich höre immer noch viel Oldschool, ich höre immer noch Alben, seit 20 Jahren höre ich die gleichen Alben immer noch. Es gibt immer noch Hip-Hop-Alben, die werden nie schlecht, so wie Doggy Style oder von Tupac eigentlich alle Alben oder von Eminem die Alben. Also das höre ich immer noch. Was hältst du von den neuen Alben von Eminem? Ja, ich finde, also Eminem ist immer krass, so. Also textlich ist er immer heftig. Klar hat er mal hier und da nachgelassen, aber ich würde jetzt nicht sagen, dass irgendein Album schlecht ist. Aber die alten Sachen waren schon besser, wo der noch verrückt war und so viel Drogen genommen hat und so kaputt war im Kopf, war der einfach besser. Lose Yourself und so Geschichten. Ja, schon. Auch noch viel früher so. Also so das erste krasse Album war, glaube ich, schon so der Eminem Show. Da hat es dann richtig gekracht. Ist ja auch Diamant gegangen, das Album ein paar Mal, glaube ich. Echt? Ich glaube 2-mal Diamant gegangen in den Staaten. Wusste ich gar nicht. Und wann hast du dich entschieden für dich selber, dass du sagst, okay, ich mache jetzt diese ganzen Rap-Filme, ich will ein bisschen professioneller Musik machen? Ja, also ich würde mal sagen, so vor 2 Jahren habe ich dann schon angefangen, Musik zu machen mit mehr Ehrgeiz und ich würde eigentlich schon sagen, dass es jetzt auch schon professionell ist, nur dass ich halt davon noch nicht leben kann. Deswegen semi-professionell. Aber jetzt so richtig durchgestartet habe ich dann letztes Jahr, da habe ich so viel produziert. Ich glaube, wir haben, glaube ich, 20 Songs gemacht oder so. Und ja, jetzt will ich es halt versuchen. Also ich würde schon gerne davon leben können. Ja, hast du auf jeden Fall Potenzial. Und wie bist du zu deinem Namen Akro Picasso gekommen?
Akku Picasso ist halt so ein Synonym für aggressive Kunst. So könnte man es am besten ausdrücken, glaube ich. Ja. Also es ist immer noch aggressiv, ne? Wer meine Texte kennt und hört, der weiß das ganz genau. Aber es hat schon noch einen Touch, wenn du es hörst, dass du dir denkst, okay, der ist jetzt nicht wieder so ein Vollidiot, sondern da ist schon was dahinter, weißt. Also ich glaube, man hört schon, dass ich was im Kopf habe und dass das nicht alles so weit hergeholt ist. Und dass es vielleicht nicht immer verherrlichend ist, sondern eher abschreckend, das, was ich sage. Also aggressive Kunst und ich mache auch facettenreiche Musik. Es ist nicht immer alles so übertrieben krass. Also es gibt auch Songs, die sind softer und das gefällt mir auch, so welche Musik zu machen. Du hast demnächst eine neue EP am Start. Ja. Odium. Wie bist du zu dem Titel gekommen? Odium, das bedeutet halt sowas wie Hass oder Feindschaft. Aber ich habe das eher so definiert für mich wie ein bitterer Nachgeschmack, weißt? Der auf dein Leben liegt. Also so ein bitterer Nachgeschmack, so könnte man es auch ausdrücken. Man sagt, es liegt ein Odium auf ihm. Und ja, da zieht sich halt so ein roter Faden durch die EP. Es ist halt ziemlich düster, eine düstere Geschichte. Ein Song ist drauf, der ist ein bisschen softer, der ist für eine Frau. Aber ansonsten, ja, Hass. Aggressiv, Hass. Aggressiv, Hass, ja. Frust, Wut, solche Emotionen, genau. Und wer hat bei deiner EP mitproduziert? Also wer meine EP produziert hat, sind 2 Producer von uns, Ambition Mosaik. Das ist unsere Gruppierung. Einmal der Zytros und der Hawaii Beats. 4 Beats von der EP hat der Zytros gemacht. Also der ist auch ziemlich krass dabei. Also für mich ist das auch einer der besten Beat-Producer. Und der Hawaii Beats, der ist noch relativ jung, der ist 18. Aber auch mal Props hier an den Jungen, der ist so krass ehrgeizig und zielstrebig. Und der hat auch 2 richtig geile Dinger gemacht für die EP. Und der ist auch am Kommen, also der ist jetzt noch 18 und der weiß schon so viel und ich bin jetzt 25. Und wenn der 25 ist, der ist auf einem ganz anderen Level dann. Also der ist echt krass. Props gehen raus an Hawaii Beats. Also wenn er sich entwickelt, dann fickt er auf jeden Fall noch so einige. Auf jeden Fall, ja. Auf jeden Fall. Und hast du Features auf deiner EP? Ja, ich habe Features auf der EP. Ich habe einen Song, der ist mit Kokasle. Das ist auch ein Rapper aus München. Und noch einen anderen Rapper, der heißt Noise. Der ist auch aus München. Die 2 sind auf einen Song drauf. Hier schöne Grüße, echt stabile Rapper und auch so super Jungs. Und dann habe ich noch ein Feature mit einem Dribble. Der ist auch ein Rapper. Also nicht Dribbler, man kennt ja diesen Dribbler, gibt es ja so einen Rapper, aber er heißt Dribble und der hieß auch schon davor so, bevor es den gab. Props gehen auch raus an ihn, ist auch ein stabiler Rapper, also 2 Feature-Songs sozusagen. Okay, easy. Und Videos? Singles? Singles, ja. Also ich habe 3 Singles in den Startlöchern mit Videos. Da kommt jetzt die erste Single raus, Bring es zu Ende heißt die. Die kommt jetzt am 6. März mit Video. Und dann immer etappenweise kommen die nächsten Videos. Also ich weiß die Termine schon, aber ich möchte die jetzt noch nicht preisgeben. Wer hat deine Musikvideos produziert? Unterschiedlich. Also das erste Video hat Video by Tracks gemacht. Also Tracks Design heißt der. Das ist auch ein Kumpel von mir, der ist bei Ambition Mosaik. Also wir machen alles selber in unserer Gruppe. Der hat ein krasses Video abgeliefert, das habe ich schon fertig. Dann haben wir jetzt vor kurzem ein Video gedreht, das hat der Noise gedreht. Das ist auch das Feature auf dem Song. Der macht auch Videos, ja, der hat das auch gelernt, also der macht nebenbei auch Videos. Der hat das Video gedreht, da sind wir gerade noch in der Phase, das fertigzustellen. Und dann drehe ich noch ein Video, das ist noch gar nicht abgefilmt, mit dem Julio Rojas Schwarz, so heißt er. Der hat schon mal 2 Videos für mich gedreht. Einmal das Freistaat-Video, dann Club 27 Video und ja, Bavarian Brotherhood hat er auch noch gedreht. Checkt es mal aus auf YouTube auf jeden Fall. Yes. Nice. Und BA hat ja auch bei dir was Videos gemacht, hat er im letzten Interview gesagt. Ja, der BA hat, ich glaube, jetzt schon 3 Videos für mich gemacht. Also auch auf freundschaftlicher Basis. Props gehen raus an BA, du weißt Bescheid. Stabiler Typ, cooler Rapper, coole Videos. Da habe ich einmal Projektil haben wir gedreht, Lambo haben wir gedreht und Lass sie reden haben wir gedreht. Ja. Ja, BA ist stabil. Ich
Ich habe gesehen, dass Mois und Manuelsen auf ein Musikvideo von dir reagiert haben. Was sagst du zu dem Feedback? Ja, das Feedback war im Großen und Ganzen eigentlich gut. So, also Manuelsen hat es gefeiert, Mois auch. Manuelsen hat halt gesagt, da hat noch so ein bisschen Punch gefehlt. So. Ich konnte es jetzt nicht so ganz nachvollziehen, aber im Großen und Ganzen war es eigentlich ganz gut. War eigentlich ganz lustig. Ich habe das schon öfter gesehen, also ich finde die Plattform schon cool. Da habe ich ein paar Jungs eingeladen, dann waren wir dann die ganze Nacht wach und haben uns da diese Reaction-Videos angeschaut. Also ist echt lustig so. Also da kommen auch viele schlechte Rapper, aber man kann da drüber lachen, weil die machen schon harte Ansagen. Die haben doch diese Cringe-Trüte da, weißt du. Und wenn irgendwas schlecht ist, dann tun die da mal draufdrücken. Also ist schon lustig, also ist ein cooles Format, auf jeden Fall. Du droppst jetzt deine EP. Die wird rauskommen. Ich glaube auch, die wird sehr viel Resonanz mit sich bringen. Hast du schon einen Plan für deine Zeit nach der EP? Ein Album geplant oder? Also es gibt ein Projekt, ich will noch nicht sagen konkret, was es ist, aber es ist ein Projekt, was eigentlich schon abgeschlossen ist, musikproduktionstechnisch. Und es wird dann im 2. Halbjahr kommen. Also da platzt dann nochmal die Bombe. 2-mal dieses Jahr platzt die Bombe. Yes. Und live, was geht bei dir live? Hast du noch irgendwas am Start? Dieses Jahr irgendwie eine Release-Party für deine EP? Also Release-Party ist auf jeden Fall geplant. Am 17.04. kommt ja die EP raus. Da sind wir aber gerade noch auf der Suche nach Locations. Aber ich habe auf jeden Fall Bock, sowas zu starten. Ein paar coole Rapper einzuladen, so als Vorgruppe oder vielleicht auch Sänger oder sowas. Ja, ein bisschen Party machen, ein bisschen Release halt feiern. Und Gigs. Ja, ich habe jetzt einen Auftritt am 13. März in der Drehbar. Mit noch ein paar anderen Rappern, da kommen auf jeden Fall viele stabile Rapper vorbei. Und ich weiß noch nicht, ob ich so viel sagen darf, aber ich glaube, bis dann ist das schon durch, ja. Aber auf jeden Fall 13. März, schaut alle vorbei, Drehbar, 20 Uhr geht's los. Yay, yay. Meinung zu Großes K? Stabiler Typ, stabiler Rapper. Wo ich jünger war, weil er ist ja auch schon oldschool, würde ich sagen. Wo ich jünger war, so zwischen 12 und 14, habe ich den auf jeden Fall ehrgeizig gepumpt. Du hast schlecht über Neuperlach geredet, jetzt hast du Löcher wie Leer Marchese. Ne, war auf jeden Fall geil, so habe ich früher alles gepumpt. Thylosch, Großes K, Typhoon und so. Geil. Geile Rapper, geiler Hip-Hop. Hast du mit dem was geplant in der Zukunft? Ja, wir hatten schon mal ein Feature geplant, das ist dann von beiden Seiten ein bisschen untergegangen. Jetzt hatte ich vor kurzem eine Listening-Party, da war der auch zu Gast da. Und dann haben wir nochmal gesagt, ey komm, lass mal jetzt in nächster Zeit auf jeden Fall was starten. Er hat Bock, ich hab Bock. Da wird wahrscheinlich auch noch was kommen. Vielleicht dieses Jahr, vielleicht nächstes Jahr, aber da kommt sicher noch was. Möchtest du noch jemanden grüßen? Ja, es gibt ein paar Leute, die ich grüßen will. Und zwar meine ganze Truppe, Ambition Mosaik. Wir haben stabile Rapper, wir haben stabile Produzenten. Es ist alles familiär. Grüße geht raus an Memo. Er ist ein krasser Rapper. Er mixt die Sachen krass, er mastert die Sachen krass, er macht seine Beats selber, er ist sehr engagiert, er ist zuverlässig, Pünktlichkeit, worauf ich viel setze. Dann gehen Grüße raus noch an Zani, der ist auch bei uns ein Rapper, ein krasser Street-Rapper, auch live ist er richtig gut. Dann noch Yottu, das ist ein Rapper, der hat ein Feature mit mir, den kennt man noch nicht, aber der Typ, ich sag's euch, der ist unnormal. Also was der für Texte schreibt, also Punchline-mäßig, ich habe sowas noch nicht gehört in München. Der schreibt all seine Texte im Kopf. Also der schreibt nichts auf. Wo wir im Studio waren, da habe ich dann meinen Text geschrieben, wir haben ein Feature gemacht und so. Dann hatte ich meine 16 Bars. Ich so, ja, hast du schon angefangen zu schreiben? Also ja, ich bin schon fertig. Ich so, wo hast du es draufgeschrieben? Also hier. Der kennt Rappt er das dann noch ein? So? Ich schwör's dir, das ist krass. Der tut all seine Texte einfach im Kopf schreiben und dann hat er sie ja auswendig im Kopf. Also richtig krass. Also der ist sehr talentiert. Ich hoffe, dass wir den groß rausbringen, weil der hat's echt verdient. Der ist richtig krass. Wen wir noch haben, ist den Jiré oder JJ. Er ist ein Sänger, er spielt auch Klavier und er macht unser Marketing so ein bisschen. Er ist auch krass. Grüße gehen raus. Wen haben wir noch? Wir sind eine große Gruppe, deswegen kann es jetzt ein bisschen dauern. So. Dann haben wir noch einen Producer, den Hills Beats. Unser Mann für die G-Funk-Sachen. Also er macht auch richtig dicke G-Funk-Beats. Dann haben wir, wie gesagt, den Hawaii, das ist unser Young Producer. Er macht auch richtig geile Beats. Citrus macht geile Beats. Wen haben wir noch? Habe ich jemanden vergessen? Jetzt gebe ich noch Props raus an Jungs, die nicht zu uns gehören. Ambition Mosaik.
Preival, heftiger Sänger, also durch ihn bin ich auch zu Soundstar Studios gekommen. Ich habe ja hier schon das eine oder andere Musikvideo gedreht, wofür ich auch sehr dankbar bin. Coca Slim, krasser Rapper, Grüße gehen raus an BA, an Noise, an Typhoon, an Tylosh, an Großes K. Wenn ich irgendjemanden vergessen habe, seid's mir nicht böse. Kann jetzt auch nicht alles auswendig wissen. Ah ja, genau, und Grüße gehen auf jeden Fall noch raus an G&M, die Jungs sind auch richtig stabil. Babalu, Jay Jason, Sunny the Dawn, zieht's euch auf jeden Fall rein, die sind jetzt auch gerade am Kommen. Yes. Okay, nice, Digga. Stabiles Interview. Ich find's geil, dass du mein Gast warst. Finde ich cool. Ich wünsche dir viel Erfolg für deine EP. Danke für die Einladung. Gerne, Bro. Dann haut da rein. So Leute, das war die 3. Folge von unserem neuen Format Artist Talk. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, dann abonniert den Channel von Soundstar Studios. Schreibt einen Kommentar, lasst eine Bewertung da. Checkt uns auf Instagram, folgt Agro Picasso, um sein Release nicht zu verpassen. Folgt Pidada, folgt Nikolarisch, folgt Soundstar Studios, folgt mir, Erich Kanli. Alle Links findet ihr in der Beschreibung. Und ihr findet auch die Links zu dem ganzen Equipment, was wir hier benutzt haben, in der Beschreibung. Falls ihr in der Zukunft vorhabt, auch solche Videos zu drehen, könnt ihr euch da auf jeden Fall schlau machen. Und ja, viel Spaß. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut da rein.